Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ihr seht, ich habe hier schon aufgebaut und war ziemlich fleißig eigentlich diese Woche und habe trotzdem wie immer das Gefühl, dass ich nicht annähernd das geschafft habe, was ich eigentlich schaffen wollte. Ich glaube, dieses Gefühl verfolgt mich für den Rest meines Lebens. Das wird, glaube ich, nicht mehr anders. Ich habe aber auch einiges geschafft und einiges fertig bekommen. Manches schon verräumt. Die Stände, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, ich hole sie gleich nochmal her, weil ich mir hier schon wieder neue Sachen ausgeheckt habe. Aber damit ihr wisst, was heute auf euch zukommt, ich dachte, wir starten mit dem Plotter-Thema. Ich zeige euch gleich nochmal die neuen Stapelblumen aus Papier. Dann würde ich sehr, sehr gerne heute an meine Caesar Juliette rumschrauben, die hier hinter mir noch im Regal steht. Ihr wisst, mit der habe ich ja so kleine Problemchen und da soll eine kleine Reparatur durchgeführt werden. Mal gucken, ob wir das hier live im Stream hinbekommen. Und dann habe ich jede Menge 3D-Druck-Enthusiasmus. Ich baue das bewusst so auf, dass diejenigen von euch, die sagen, 3D-Druck ist gar nicht meins, lasst mich damit in Ruhe, dann später wieder die Biege machen können. Das heißt, wir sortieren uns einfach so ein bisschen der Reihe nach durch, starten mit den Papierprojekten und gucken uns dann den Plotter an und gehen dann nochmal in die 3D-Sachen rein, würde ich sagen. Ich habe das nur alles schon mal so hingelegt und es ist tatsächlich nicht alles. Ich habe schon wieder hier überall noch Teile liegen. Ich fuschel die Sachen dann so Stück für Stück raus. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Und wenn ich doch was vergesse, muss ich es nachreichen. So einfach ist das Ganze. Gut, also wir gucken einmal gemeinsam zuerst auf die Stapelblumen hier. Ihr kennt das Stapelblumenprinzip schon. Ich habe da kein neues Anleitungsvideo aufgenommen oder so, weil der Zusammenbau bei den Stapelblumen wirklich immer genau der gleichen Abfolge folgt. Man hat immer die Innenteile. Da werden dann die Außenstreifen einmal angeklebt, also die Seitenstreifen. Dann wird das Ganze innen drin wunderbar systematisch gefüllt mit Platzhalter und Auflagestreifen. Wenn da wirklich irgendwas unklar sein sollte, weil das euer erstes Stapelblumenprojekt ist, weil euch vorher die runden Stapelblumen, Tulpen, wie auch immer, nicht abgeholt haben, ist es völlig in Ordnung. Wenn da irgendwo ein Fragezeichen bleibt, dürft ihr euch immer sehr gerne bei mir melden. Was ich nämlich durchaus gemacht habe, ist, dass ich dabei so ein bisschen fotografiert habe. Ich wollte euch nur die beiden neuen Stapelblumen auch einfach nochmal hier im Stream gezeigt haben. Da haben wir letzte Woche, hatten wir schon kurz drüber gesprochen, dass ich die noch nicht fertig hatte, weil daraus ja ein Set werden sollte. Und ich mir noch ein bisschen den Kopf zerbrochen habe über das Grünzeug quasi für die zweite Blumenvariante. Und ich hole euch hier nochmal das andere Set mit ins Bild. Ich liebe die ja selbst und ich bin ein bisschen besessen aktuell von der Machart. Ihr könnt noch ganz, ganz viele davon machen. Die Tulpen gehören auch noch in die Reihe, aber ich dachte, hier lege ich euch das zumindest schon mal auf, damit ihr einfach einen guten Vergleich habt und auch wirklich seht, dass ich mir überall Mühe gegeben und die Blätter wieder ein bisschen anders gemacht habe. Wenn die jetzt hier so liegen, fällt mir schon wieder auf, dass wir 3 spitze Blätter und nur eine runde Variante haben. Eigentlich bräuchten wir als nächstes nochmal runde Blätter. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich euch nicht langsam zu den Ohren rauskomme mit diesen Stapelblumengeschichten. Deshalb habe ich einfach ganz frech diese Woche mal an der einen oder anderen 3D-Druckdatei gearbeitet. Ich hole gerade nochmal die Tulpen auch mit dazu. Ja, es passt gar nicht so ganz ins Bild, ne? Das müssen wir irgendwie ein bisschen zusammenrücken, dass ich die hier alle nochmal aufgelegt bekomme. Hallo Kim, guten Abend. Hallo auch Beate. Hallo an alle, die schon so fleißig längst vor mir hier eingetroffen sind. Das ist total cool, dass ihr das so fest in eurem Kalender habt. Ich hoffe,
Die Stream-Einladung, Erinnerungs-E-Mail ging heute wieder an euch raus. Meine ist angekommen. Ich habe meine sehr pünktlich um 19 Uhr gekriegt. Ich bin sehr froh, dass die Automation irgendwie funktioniert, weil ich um 19 Uhr niemals daran denken würde, selbst noch mal eine Erinnerung rauszuschicken, weil ich immer damit beschäftigt bin, irgendwie stream-ready zu werden, könnt ihr euch vorstellen. Sehr gut, Annette schreibt schon, ist angekommen. Mach doch noch eine Dekolampe für die Blümchen. Maren, wie stellst du dir die Dekolampe vor? Die Idee finde ich generell, Lampe, Beleuchtung immer gut. Ich brauche mehr Details. So. Die Marina sagt auch, sie findet die Spitzenblätter auch schöner als die runden. Also es ist halt ein bisschen Geschmackssache, finde ich immer, aber ihr habt auf jeden Fall eine runde Version und ich habe die vorhin ja hinter mir hier in meinem Regal aufgebaut und war eigentlich ganz glücklich, weil man da so ganz gut durchspielen kann. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle richtig zugeordnet. Nagelt mich nicht drauf fest. Im Zweifelsfall gilt die Abbildung im Shop. Ich bin nicht 1000% sicher, dass es jetzt so stimmt. Aber das ist ja eigentlich das Schöne an den Blümchen, dass ihr da so schön kombinieren und spielen und irgendwie rotieren könnt. Ich bin gerade auch ganz stolz auf mich, weil ich die farbliche Mischung gerade ganz nett finde. Also, ich liebe die Teile. Ich könnte immer noch weitermachen, auch mit der Machart. Ich hoffe, es kommt euch noch nicht zu den Ohren raus. Ich finde aber eigentlich, die Blümchen haben wir jetzt ziemlich abgegrast. Was noch fehlen würde, ist was mit ganz vielen spitzen Blütenblättern, aber das lässt sich damit ja super schlecht kleben, weil man dann so schmale Segmente hat, wo man nur noch mit dem Prägestift reinkommt und dann ist wieder weniger Platz für Auflagestreifen und so. Das wäre mir noch durch den Kopf gegeistert, weil wir haben jetzt runde Blütenblätter, wir haben spitze Blütenblätter, aber was noch fehlt, wäre so Blüten mit ganz, ganz vielen schmalen Blütenblättern. Ach, mal gucken. Gut. Ich habe sie euch live gezeigt. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich packe die jetzt weg. Jetzt kommt der für mich spannendste Teil heute Abend, nämlich das Rumschrauben an der Caesar-Maschine. Ich hoffe sehr, dass die hinterher wieder tut, was sie soll. Ich habe mich, obwohl ich muss gestehen, ich habe mich im Moment wieder so ein bisschen dran gewöhnt, mit meiner Silhouette Cameo zu arbeiten. Das ist noch eine Cameo 2, die ist also uralt. Aber auch wenn die uralt ist, hat die immer noch ein sehr, sehr sauberes, sehr gutes Schnittbild. Und ich gestehe, ich habe dabei wieder festgestellt, wie sehr ich eigentlich die Silhouette-Software liebe. Obwohl ich jetzt schon seit über 2 Jahren mit Caesar arbeite, finde ich halt irgendwie, dass Caesar Leonardo Design Studio hat nie, sage ich mal, den Nutzerkomfort erreicht, den Silhouette halt einfach hat. Man muss auch der Fairness halber sagen, Silhouette hat bei der Software halt auch wahrscheinlich ein ganzes Jahrzehnt Vorsprung. Aber ach, ich bin hin und her gerissen. Also ich will die trotzdem gerne reparieren, versteht mich richtig. Und dann bin ich am Ende wieder gespannt, welche Maschine das Rennen macht. Aber es juckt mich auch so ein bisschen in den Fingern, wieder mit dem alten Silhouette-Plotter zu arbeiten. So, hier ist es, mein Sorgenkind. Ich packe euch das einmal hier hin und ich überlege gerade, wie ich das mache. Weil, so wie ich euch verstanden habe, möchtet ihr gerne eigentlich sehen, was hier passiert. Ich glaube, wir müssen einen kurzen Technikumbau machen, damit ihr mit in die Maschine gucken könnt. Oder ich muss sie auf den Rücken legen, das ist vielleicht einfacher, ne? Ich glaube, das ist einfacher. Also, abgeschraubt haben wir das Ganze schon mal irgendwann in einem gemeinsamen Stream. Das war nicht so das große Hexenwerk. Die Mission, die ich jetzt habe, ist hier unten drunter einen neuen Gummiring einsetzen. Den habe ich von Caesar auch zugesandt bekommen. Die haben mir hier einen neuen Messerhalter geschickt und hier ist der Gummiring quasi mit draufgeschraubt. Den hole ich mir da jetzt gleich einmal raus. Wir haben den letztes Jahr im Stream zusammen entfernt und haben den hier rausgeschnitten. Auf Anweisung von Caesar, weil es eben hieß, dass dieser Gummiring mit der Zeit, sage ich mal, sich irgendwie minimal ausleiern kann und dann hier diese Stange beim Hoch- und Runtergehen blockiert. Zeige ich euch gleich. Und nee, ich glaube, ich kann ihn doch nicht auf den Rücken legen, weil wir müssen dieses Ding hier arretieren, damit nachher die Einbauhöhe wieder stimmt. Das heißt, ich muss euch einmal ganz kurz die Kamera umstellen. Wartet. Ihr kriegt so lang mich von vorne, damit es euch nicht gleich übel wird. Genau bei dieser Kamerafahrt, die ich jetzt hier einmal produziere. Ich gucke mal, ob ich das für euch eingefangen bekomme, damit ihr mitgucken könnt. Technikumbau. Seht ihr auch mal so ein bisschen im Ansatz, dass hier ein komplettes Deckenschienensystem hängt, an dem meine ganze Verkabelung hängt. Damit das hier immer alles
hoch aufgelöst für euch übertragen werden kann. Ich glaube, so ist es gut. Ihr seht das Resultat jetzt gleich aus der anderen Perspektive. So. Ich glaube, so ist es okay. Achtung. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Und ich gucke selbst nochmal hier in die Kamera. Ich glaube, so müsstet ihr eigentlich alles sehen können. Schreit, wenn ihr irgendwas nicht sehen könnt. Wahrscheinlich könnt ihr genau die Stelle hier, wo der Gummi rein soll, nicht so gut sehen. Also sorry, dann jetzt doch noch mal ganz kurz. So. Kamera, Fahrt. Gut. So soll es hoffentlich okay sein. So. Wundert euch nicht, dieses schwarze Teil, was da drin steckt, das habe ich selbst mit dem 3D-Drucker gedruckt. Das war mein Versuch, quasi da einen eigenen Dämpfer wieder einzubauen, bevor Sisa mir das Ganze jetzt zugeschickt hat. Aber nachdem die gesagt haben, ich kann hier einfach einen neuen Gummiring bekommen und einsetzen, habe ich gedacht, was soll ich mich noch groß mit hier eigenen 3D-gedruckten Puffern quasi aus TPU rumschlagen, wenn ich auch einen Originalring einsetzen kann. Das ist dann nur noch mal so ein Notfallversuch, sage ich mal, wenn dieser Wechsel auf den originalen Gummiring jetzt nichts bringt. Aber wenn das Problem wirklich damit zusammenhängt, dann sollte das ja eigentlich Abhilfe schaffen. Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was ich denke, sage ich mal, woher dieses Problem jetzt wirklich kommt oder was die Problematik wirklich ist. Hier, genau da quasi, wo der Finger hin zeigt, hier, unter diesem Metallring saß ein Gummiring und was der macht, das seht ihr hier eigentlich, ist, dass der hier diese Bewegung so ein kleines bisschen puffert und das Geräusch auch so ein bisschen puffert. Ich hatte aber im letzten Jahr Probleme, in dem Sinne, dass kleine Faltschnitte, einzelne Schnittchen quasi bei den Faltperforationslinien immer wieder ausgelassen wurden und das überhaupt nicht so richtig nachzuvollziehen war, welche, warum, was das soll. Und damals war die Empfehlung von Sisa eben hier diesen Gummiring, der da im Original eigentlich drin ist, zu entfernen, mit der Erklärung, dass wenn der sich eben so ein bisschen ausweitet, der hier bei diesem Hoch und Runter dann so ein kleines bisschen zwischen die Metallteile gerät, also quasi hier zwischen rein, und dann dieses Runterfahren quasi blockiert wird und durch diese Blockade die einzelnen Schnitte fehlen. Und damals war die Aussage auch, sei quasi gar kein Problem, diesen Gummiring da rauszuschneiden. Sie hätten damit noch keinerlei negative Erfahrung gemacht. So. Jetzt haben die, glaube ich, aber auch nicht vorwiegend papierplottende Kunden, sondern wahrscheinlich eher vorwiegend folieplottende Kunden und da macht es vielleicht nicht den massiven Unterschied wie beim Papier. Jetzt habe ich nämlich, seit ich den Ring entfernt habe, das gefühlt ein bisschen das gegenteilige Problem, nämlich, dass man in den Schnitten so richtige Hacker sieht. Man sieht einfach, dass diese kleinen Faltschnitte nicht sauber geschnitten werden, sondern dass man so einen Einschlag hat, die Klinge da gefühlt so ein bisschen hängen bleibt und das Material eigentlich eher schiebt, als es zu schneiden. Und ich hoffe, dass wir das jetzt behoben bekommen. Ich habe extra Bilder von Sisa geschickt bekommen, wie das funktionieren soll. Ich muss jetzt zuerst, bevor ich diese Schraube hier löse, hier was unterlegen, was das Ganze hier auf dieser Höhe quasi arretiert. Dann wird eine Schraube gelöst, das Ganze einmal hier ausgebaut, hier der Gummiring wieder eingesetzt und dann wieder zugeschraubt. Aber mir wurde in der E-Mail auch extra gesagt, dass es quasi wichtig ist, dass man sich hier diese Höhe, wo das Messer sitzt, einmal schön festsetzt, damit eben nachher der Einbau hier oben wieder genau gleich auf der gleichen Höhe landet. So, und ich improvisiere das jetzt einfach mit euch zusammen. Als erstes drehe ich die Klinge rein, weil ich der Meinung bin, dass es nicht unbedingt auf der Klinge aufsitzen muss, sondern lieber wirklich auf dem Metall von meinem Halter. Und dann brauche ich auf jeden Fall was ich hier drunter legen kann. Wir gucken mal, ob ich da einfach ein Klötzchen oder sowas nehme. Muss ich selbst gerade mal testen von der Dicke her, was sich da irgendwie anbietet, ob das Klötzchen schon viel zu viel ist. Ein Klötzchen könnte ja funktionieren. Ich hätte nämlich jetzt die lustige Idee, dass wir dann den Metallteil von unserem Gehäuse da einfach dagegen spannen. Ja, das könnte hinhauen. Ja, sehr gut. Also ich lege jetzt hier quasi einmal was unter, damit ich irgendwie was habe. Ah, vielleicht ist da dann auch genau der Ring im Weg. Wir testen das mal. Ja. Also dann ist das schon zu dick. Dann brauche ich doch noch was Zierlicheres. Dann holen wir die kleinen Holzspatel. Ist ja nicht so, dass wir hier nichts hätten in diesem Haushalt. Dann versuche ich wirklich nur hier unter die Spitze quasi aufzubauen. Visitenkarten waren eigentlich der Vorschlag.
Das fand ich ziemlich süß, weil welche Privatperson hat bitte zu Hause Visitenkarten? Und jetzt kann man sagen, okay, ich bin keine richtige Privatperson, ich mache das ja schon professionell, aber ich habe trotzdem keine Visitenkarten. So, gut. Ich hoffe, meine Idee ist jetzt nachvollziehbar. Ich lege jetzt diese Klötzchen, wollte ich schon sagen, die Stäbchen, genau unter meinen Metallhalter. Und den Metallhalter drücke ich jetzt quasi fest auf die Stäbchen, dass der wirklich auf Vollkontakt steht. So, und dann schraube ich das Ganze fest. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Das machen wir auch jetzt wirklich ganz mit Ruhe. Nicht, dass es nachher heißt, ich bin selber schuld, ich habe das nicht ordentlich gemacht. So ein bisschen Klinge wird mir jetzt natürlich auch das Holzstäbchen halten, ne? Es ist auch mein altes Messer, mein alter Messerhalter, der da drin ist. So, ich glaube aber eigentlich so ist es wirklich ganz okay, weil hier tut sich jetzt nichts mehr, wenn ich nach unten drücke. Dieser obere Teil ist arretiert und es geht eben nachher darum, dass dieser ganze Einbau wieder auf der gleichen Höhe ist, weil wir hier die Schraube lösen und es ist auch oben, wenn ich jetzt drüber fasse, nicht perfekt bündig. Das ist gut, dass ich das jetzt vorher einmal gemacht habe. Also hier führt ein Stift nach unten, die Schraube von vorne geht gegen diesen Stift und genau hier oben drauf, das steht so ein kleines bisschen über. Gut, dass ich mir das jetzt kurz gemerkt habe, bevor ich die Schraube einmal aufmache. Ist immer gut, einmal zu versuchen, sich den Iststand zu merken. So, Leute, jetzt wird's spannend. Also eigentlich gar nicht so spannend. Es ist nur eine Schraube, es besteht keine Gefahr, 20 Schrauben auszubauen und am Ende einen übrig zu haben. Sondern es ist nur das eine Schräubchen und ich glaube, es ist eigentlich schon locker genug. Ich muss die gar nicht komplett rausschrauben. Genau, ich kann es jetzt einfach nach oben abnehmen. Na, das war jetzt ja halb so schlimm wie befürchtet. So, hier stecken wir jetzt von unten den frischen Gummiring drauf. Den muss ich noch einmal hier ausschrauben. Hier ist er. Dann schrauben wir das wieder zusammen. Guten Abend, Sabine. Danke, Kim, für die Warnung. So, und jetzt stecke ich hier den neuen Gummiring einmal von unten drauf und stecke das Ganze einfach wieder zurück an seinen Platz. Einmal hier von oben rein. Und dann einmal hier von oben auf den Stift. Wunderbar. Und ich versuche jetzt noch hier irgendwie darauf zu achten, das ist sehr witzig. Eigentlich ist lustig, dass mir gesagt wurde, ich soll das hier arretieren, weil die Bewegung habe ich jetzt natürlich eigentlich hier auf der Seite. Aber das merkt man natürlich dann, wenn man es das erste Mal macht, auch erst so richtig. Gut, dass ich da vorher einmal drauf gefasst habe. Ich versuche das jetzt einfach genauso wieder vorsichtig anzudrehen, wie ich es abgedreht habe. Bianca, wie süß, schreibt gleich mal, denkt an das Däumchen. Ja, genau. Heute habe ich das Däumchen verdient für die Nerven, die ich hier gerade lasse. Das heißt, auch wenn euch der Caesar-Content nicht interessiert, fühlt mit mir. Und ich feiere das übrigens sehr, dass ich lese, wer von euch welchen Plotter benutzt. Dürft ihr sehr gerne auch nochmal reinschreiben. Ich finde es sehr schön, dass es noch einige Vertreter gibt, die auch mit den alten Maschinen quasi unterwegs sind. Und damit genauso glücklich sind wie ich. So, ich versuche das hier jetzt wieder möglichst gerade irgendwie zu stellen, weil man schon merkt, dass man hier drin auch irgendwie ein gewisses Spiel hat. Möglichst mittig. Ach, das ist mir wieder alles keine ausreichend exakte Wissenschaft, ehrlich gesagt. Fest. Wie mein Mann immer so schön zu mir sagt, nach fest kommt ab. Genau. Also ob das jetzt am Ende, das ist keine exakte Wissenschaft, das ist jetzt einfach nur nach Gefühl. So, fest wäre es wieder. Höhe würde ich sagen, ist hier an der Seite auch nach wie vor unverändert. Das heißt, ich löse jetzt das hier, nehme meine Stäbchen raus und der Patient hat die Operation fürs Erste überstanden.
Jetzt wäre natürlich spannend, ob meine Probleme damit jetzt tatsächlich behoben sind. Aber das werde ich natürlich in der Kürze der Zeit heute nicht beantworten können. Das heißt, eigentlich wäre die Idee wahrscheinlich, im Laufe der nächsten Woche nochmal was zu basteln, was viele Faltlinien hat. Und dann einfach nochmal auszutesten, ob meine Faltlinien jetzt wieder alle auf dem Papier landen. Ich glaube tatsächlich, um das besser beobachten zu können, lasse ich auch erstmal die Abdeckung weg. Die tut ja hier nichts, außer quasi Staub fernzuhalten. Das heißt, ich lasse die erstmal offen, die Maschine, und gucke mir mal im Betrieb an, wie gut oder nicht gut das tatsächlich läuft und sag euch dann nächste Woche im Stream, was davon zu halten ist. Ob die Juliet wieder einen Job bei mir bekommt oder ob ich mir irgendwie doch was anderes überlegen muss. So, gut, das war jetzt halb so schlimm. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt befürchtet, dass ich da wesentlich mehr nerven lasse. Komm noch mal ganz kurz hier zurück zu euch. Zur Nachahmung so mittelempfohlen. Ach, so ein Rosettenprojekt Probeplotten Marina ist eigentlich eine schlaue Idee. Und ich lese, ganz viele von euch haben wirklich auch noch alte Plotter. Die Heidi schreibt, sie hat auch noch die Cameo 3. Die Cameo 2 steht auch noch im Schrank. Die Heike hat einen Juliet und einen Maker 3. Heike, und du liebst deine Juliet, glaube ich, ne? Ja, ja. Und es ist auch schön zu lesen, dass viele von euch auch mehr als nur einen Plotter haben. Mein Mann mir bei Gelegenheit manchmal sagt, ob ich nicht den einen oder anderen Plotter mal abgeben will. Ich könnte die doch nicht alle gleichzeitig benutzen. Aber ich bin hier offensichtlich nicht die Einzige mit mehreren Maschinen. Ja, sehr cool. Ich frage euch einfach nochmal Löcher im Bauch. Ob es sich lohnt, vielleicht doch nochmal sich die Cameo 5 anzugucken, ich weiß es nicht. Ich habe die Cameo 5 ja schon mal hier gehabt und habe sie dann doch wieder weggeschickt, weil ich gesagt habe, nee, im Endeffekt benutze ich die Juliet. Aber ich bin auch so ein bisschen abgeschreckt, das sage ich ganz ehrlich, mir jetzt nochmal eine Juliet zu kaufen, weil ich keinen Bock habe, das gleiche Thema in 2 Jahren wieder zu haben. Ich weiß, dass ich am Anfang total verliebt war in die Maschine und einfach nichts anderes mehr verwendet habe, weil die so schön schnell alles in einem Durchgang für mich geplottet hat. Aber ja, das ist es halt, ne? Man braucht einen Plotter, der genau das tut, was er soll, genau dann, wenn man es möchte. Und wenn er das nicht macht, dann hat man irgendwie keinen Spaß. Die Tina fragt, warum sind die Auflagestreifen bei den Stapelblumen unterschiedlich lang? Tina, weil die Stapelblumen zum Teil unterschiedlich lange Blattkonturen und auch Blätterkonturen haben. Deshalb habe ich die auf unterschiedliche Längen gebracht, diese Auflagestreifen. Es ist aber bei diesen Auflagestreifen mit der Ziehharmonika-Faltung am Rand grundsätzlich so, du kannst eigentlich so variieren, wie es für deinen Geschmack sinnvoll ist. Das heißt, du kannst mehr Streifen einbauen, du kannst weniger Streifen einbauen, du kannst 1,5 Streifen einbauen, wo ich einen Streifen einbaue, du kannst zur Not den Streifen mitten durchreißen, du kannst 2 Segmente wegmachen, also man kann mit denen spielen. Ich habe halt versucht, das so, sag ich mal, einzustellen von den Werten her, von der Länge her, dass man immer bei den Blütenbögen so mit einem Streifen arbeiten kann und bei den Blättern auch quasi so. So vom Gedanken her. Also unterschiedliche Laufweiten an den Rändern heißt für meinen Kopf automatisch unterschiedlich lange Streifen. Guck mal, ob dir die Info was hilft. Ich räume jetzt hier ganz kurz auf und rum und dann gucken wir uns ganz kurz das eine Projekt an, was perfekt Plotten und 3D-Druck verbindet. Und dann habe ich vor allem einiges zum Thema 3D-Druck, würde mich aber freuen, wenn ihr, sorry fürs Wackeln, ich muss einmal ganz kurz die Kabel wieder aufhängen, wenn ihr auch zum Thema Plotten noch Input für mich habt. Jo, euch wieder gerade machen hier oben. So viel Gewackel haben wir schon lange nicht mehr im Stream gehabt. Zuletzt unten wahrscheinlich, als ich noch das Streamingzimmer unten hatte. Ja, du plottest die aus Resten, diese Auflagestreifen, Tina, perfekt. Und dann musst du da nicht aufpassen. Nein, du musst nicht aufpassen. Du musst nur gucken, wenn du dann deine nächste Innenform auflegst, ob das sich trägt, ob das quasi stabil sich anfühlt. Und wenn das der Fall ist, ist alles gut. Da muss man keine Wissenschaft draus machen, sozusagen. So. Genau, was wollte ich euch als nächstes zeigen? Perfektes Brückenprojekt. Das hier. Hasi. Zoom.
Hasi ist so goldig klein und zierlich, dass es sich da lohnt, ein kleines bisschen näher ran zu zoomen. So, und da habe ich einen Wunsch erfüllt von der Petra, die sich letzte Woche gewünscht hat, dass es für den Hasen mit Herz, der ja ein Plotterprojekt ist, das Herz hier in der Mitte vielleicht als 3D-Druckdatei geben könnte. Hier ist es, weil es ihr schwerfällt, quasi diese Mini-Laschen hier in der Mitte zu kleben. Kann ich komplett nachvollziehen, Petra. Ich habe deinen Wunsch gehört und habe ihn sehr gerne erfüllt. Ich habe mich riesig gefreut, dass du auch so nett in der Facebook-Gruppe geschrieben hast, dass du dich sehr gefreut hast, dass ich das einmal umgesetzt habe. Die Machart ist genauso wie bei den 3D-gedruckten Stapelblumen, die ich euch letzte Woche gezeigt habe, nämlich mit Unterteil und Oberteil. Eine Besonderheit habe ich hier. Aber vorher setzen wir es einmal ein. Tada! Eine Besonderheit habe ich hier, zu der wollte ich euch mal hier befragen. Da dürft ihr gerne mal eure Meinung zu sagen. Und zwar seht ihr, habe ich bei dem Herz was anders gemacht als bei den Blumen. Nämlich, das hat hier so eine kleine Phase bekommen. Ich habe sowohl den Deckel als auch das Unterteil hier leicht angefasst, damit man hier so eine kleine Griffnische hat, sage ich mal, wo man reingreifen und das Ganze öffnen kann. Ist bei dem Herz dem geschuldet, dass ich da vom Kopf her gesagt habe, da sind wir eigentlich eher bei einer Schachtel als bei einem reinen Dekoobjekt. Bei der Tulpe war die Vorgabe, die ich hatte, ja quasi 3D-Druck für draußen. Deshalb habe ich versucht, die Außen möglichst geschlossen, kompakt zu designen. Aber die Annette hat mir ja auch geschrieben, dass bei ihr der Drucker ja insgesamt quasi ein bisschen strammere Passungen druckt und dass sie die Blumen dann gar nicht mehr auseinander bekommt, ohne diese kleine Phase dran. Das heißt, ihr dürft sehr gerne mal sagen, ob ihr euch die auch für die Blumen wünschen würdet. Das ist mit überschaubarem Aufwand, sage ich mal, umsetzbar. Es bringt euch halt einfach so eine kleine Eingriffskerbe, mit der man das leichter öffnen kann. Und das ist eigentlich auch direkt schon mein Stichwort. Letzte Woche habe ich nämlich Licht in die Tulpe gesteckt. Wo ist sie? Hier kann ich nochmal die Tulpenteile ranholen. Das ist ziemlich lustig, weil ich muss immer ziemlich genau gucken, welche davon jetzt die 3D-gedruckten und welche die geplotteten sind. Und hier seht ihr nochmal, was ich meine. Da gibt es keine so extreme sichtbare Nut. Man sieht natürlich trotzdem, wo Deckel und Boden aufeinander stoßen. Und bei mir ist die Passung, sage ich mal, so weich, dass ich das trotzdem auseinander bekomme. Ist also jetzt so ein bisschen Geschmackssache, weil so ist die Kante einfach dezenter. So sieht man weniger davon. Deshalb hatte ich mich bei den Tulpen eigentlich so entschieden. Beim Herz war die Denke ein bisschen die, wenn das im Hasen drinne steckt, sieht man nichts davon. Und wenn man es wirklich als Döschen benutzt, dann geht es natürlich mit so einer kleinen Eingriffsvertiefung einfach leichter auf. Da habe ich auch noch mal einen kleinen Hinweis an euch, nämlich ich habe euch hier im Stream auch schon was zum Thema XY-Lochkompensation erzählt. Und ihr könnt die Passung von dem Herz, also von den anderen Projekten auch, wie stramm, sag ich mal, der Deckel auf dem Unterteil sitzt, dadurch verändern, dass ihr mit der XY-Lochkompensation einfach die Öffnung in der Dose unten etwas weiter macht. Wenn ihr einen Drucker habt, wo das immer sehr stramm sitzt, kann man mit, Achtung, ganz, ganz kleinen Werten arbeiten. Das wollte ich heute nur noch mal erwähnen, weil ich selbst auch gedacht habe, also hier geht es jetzt eigentlich perfekt. Man muss auch ein bisschen aufpassen, weil nach ein paar Mal auf und zu machen, geht es auch immer leichter, so gefühlt. Und beim allerersten Zumachen hatte ich das Gefühl, oh, ich könnte auch mal probieren, ob es noch ein bisschen leichtgängiger sein könnte. Und war irgendwie naiv, genau, das ist diese Variante. Hier habe ich auf dem unteren Teil mit einer Lochkompensation von 0,15 mm gearbeitet. 0,15, Achtung, das kriegen wir an jeder Kante. Das ist ein bisschen wie das Offset beim Plotten. Und das sind insgesamt 0,3 und ihr seht im Ergebnis, ihr hört jetzt das Geräusch wahrscheinlich nicht, aber der Deckel, der wackelt schon so ganz leicht auf dem Herz und er hält natürlich auch nicht mehr. Das heißt, wenn ihr mit diesem Lochkompensationswert arbeitet, dann bitte ganz vorsichtig mit den Werten. Also sehr kleine Werte machen da einfach schon viel aus. Man denkt ja 0,15 mm ist so viel wie nichts, aber ihr seht, das ist halt der Unterschied zwischen der Deckel fällt einfach raus und der Deckel sitzt. Ne? Also das, da muss man einfach ein bisschen spielen. Das gehört so zu den Werten, mit denen man sich einfach so ein bisschen befassen muss. Und wenn es nur ein bisschen stramm sitzt, dann ist eher 0,05 das, was ich euch empfehlen würde. So. Weil ihr letzte Woche zu mir außerdem gesagt habt, dass es von diesen Dekoblumen auch für den 3D-Druck gerne mehr geben darf,
habe ich noch eine kleine Preview für euch. Ist noch nicht im Shop, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin jedes Mal wieder perplex, wenn wieder Freitag ist. Aber gedruckt sind sie schon. Ich muss nur noch Fotos machen. Ich habe euch die Stapelblumen 1 und 2 quasi jetzt auch schon für den 3D-Drucker umgesetzt. Das braucht natürlich immer auch alles seine Zeit. Oh, wir müssen umräumen. Der innere Monk muss kurz umsortieren. Das braucht immer alles seine Zeit, weil ich natürlich die Datei auch ganz gewissenhaft vorbereite und das Ganze dann natürlich auch einmal selber durch den 3D-Drucker jagen muss. Und hier gerne noch ein anderes Filament, sage ich mal testen wollte, weil ich bisher bei Grün eigentlich nur dieses schöne, satte, dunkle Grün habe, was mir auch sehr gut gefällt. Aber wenn man sich jetzt so eine Blümchenwiese drucken will, dann will man natürlich nicht alle grünen Teile im gleichen Grün drucken. Das heißt, ich habe mir hier noch so ein Mint bestellt und das hier ist angeblich Bambusgrün. Da will ich mal an die Katja Danke sagen, die hatte mir nämlich einen Filament-Link geschickt und mit dem Filament bin ich sehr glücklich. Das hat sich super gut drucken lassen. Und ja, die Blümchen kommen auf jeden Fall entweder morgen oder dann am Montag. Sonntag haben wir ein Treffen mit Freunden. Mal gucken, wenn ich es morgen schaffe, mache ich es morgen Shop fertig. Ich wollte es euch nur auf jeden Fall schon mal gezeigt haben. Und auch hier gleiches Prinzip. Ich denke, das muss ich euch jetzt nicht bei jedem Schachtelteil einzeln zeigen. Habt ihr wieder Unterseite und Oberseite. Ich persönlich finde die jetzt übrigens auch zu Ostern eigentlich super süß. Also falls ihr irgendwo eingeladen seid, wo ihr eigentlich ausgemacht habt, man schenkt sich nichts, finde ich, sind die als Mitbringsel perfekt, weil sie sind auf jeden Fall groß genug, dass man kleine Schokoeier oder sowas reinmachen kann. Und ich finde die fast noch einen Ticken cooler, als jetzt einen Osterhasen zu Ostern zu verschenken, weil ich einfach denke, Ostern ist ja nach Ostern rum. Und Frühling ist halt noch eine Weile. Und wenn ihr die Blume einfach in der Farbe druckt, die bei dem Beschenken gut reinpasst, dann kann der sich das Teil einfach aufs Regal stellen und kann sich da noch wochenlang drüber freuen. Also ich finde, die ist ja relativ zeitlos hübsch. So. Bianca fragt, kann jemand ein schönes Pink empfehlen? Gerne auch ein schönes Rosa. Bianca ist ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich mag dieses hier sehr. Das ist direkt von Bambulab. Das habe ich euch auf der Webseite auch verlinkt. Ich war aber selbst noch ein bisschen auf der Suche nach einem gesetzteren Rosaton. Ich habe auch was gefunden, aber bei einem Shop, bei dem ich noch nie bestellt habe. Und die haben leider irgendwie 3 Wochen Lieferzeit. Weiß ich noch nicht. Sage ich Bescheid, wenn ich da irgendwie auf einen grünen Zweig komme. Sonst könnt ihr vielleicht auch einfach untereinander so ein bisschen Vorschläge austauschen und immer auch mir schicken, vergesst mich nicht. Oh, und die Beate fragt noch zum Thema Papierplotten, wie geht's der Fächerblume Maren XL? Also pass auf, das ist eine sehr gute Frage, das schiebe ich gerade mal zwischen rein. Der geht's aktuell so. Also, sie wartet immer noch darauf, in der Überarbeitung nochmal getestet zu werden. Allerspätestens, Beate, ich hoffe, du hältst es so lange noch durch, nach Ostern. Allerspätestens nach Ostern machen wir diese Fächerblume auf jeden Fall fertig. So, gut. Thema Stapelblume habt ihr gesehen. Das andere muss ich euch eigentlich von vorne zeigen. Das habt ihr bestimmt auch schon von vorne jetzt gesehen. Ne? Achtung. Hier. Tada! Muss ich noch mal kurz umdekorieren. Die Blümchen müssen einmal zur Seite wandern. Zack. Und ich hole mal ganz kurz die anderen Perlenprojekte auf Ständer ran. Das haben wir ja letzte Woche irgendwie im Stream uns schon mal angeschaut. Da hat auch jemand zu Recht gesagt, hopp hopp quasi, es ist schon bald Ostern. Und ich habe euch das nach dem Stream relativ zeitnah fertig gemacht und habe euch vor allem, deshalb wollte ich es gerade noch mal ranholen, unterschiedliche Stablängen, sag ich mal, bei dieser Ständervariante mit reingepackt. Und habe immer noch, genau wie letzte Woche, meinen kindischen Spaß daran, dass sich das hier drauf so schön drehen lässt. Und ich habe letzte Woche im Stream schon gesagt, dass es mir irgendwie im Kopf rumgegeistert ist, als ich diese beschwerte Basis gebaut habe und die noch offen stand, dass es doch nett wäre, wenn man unten eine Schale hätte. Und genau das Resultat seht ihr jetzt hier stehen. Muss ich euch wahrscheinlich mal ein bisschen heben, dann seht ihr es vielleicht fast ein bisschen schöner. Schale mit eigentlich ganz ordentlich Volumen, zeige ich euch auch gleich nochmal von oben. Und einfach einem Schraubpunkt auch hier in der Mitte, sodass ihr diese Stäbchen, diese hier, die Schraubstäbe, dann einfach auch alle mit der Schale kombinieren könnt. Das wäre da so ein bisschen der Plan. Ich habe jetzt hier den Hasen einmal
relativ kurz quasi reingesetzt, aber theoretisch kann man da jetzt auch eine riesen Deko noch unten reinmachen, ein paar Zweige irgendwie unterwegs noch sammeln. Man könnte ja hier den Stab, sag ich mal, auch nutzen, um irgendwie die Deko so ein bisschen anzubinden. Also wenn ich mir jetzt irgendwo so einen Korkenzieherast besorgen könnte, dann würde ich das hier unten einfach einmal so ein bisschen festmachen und antraten, dann hätte ich in der Länge noch mal was ich ein bisschen auch dekorieren kann. Ist am Ende total Geschmackssache, aber ihr habt einfach die unterschiedlichen Höhen, damit man ein bisschen mit dem spielen kann und das eben auch ein bisschen höher setzen kann, wenn man unten was reinmacht, was mehr Platz braucht. Doof gesagt, setzt ihr da jetzt so einen riesengroßen Schokoladenhasen unten rein, dann bleibt einfach trotzdem noch Platz für Deko. Ich zeige euch die Schale jetzt gleich nochmal aus der Nähe. Ich habe da echt mir Gedanken gemacht. Ich hoffe, sie gefällt euch am Ende. Ich wollte sehr gern diesen Perlenaspekt von oben auch unten bei der Schale nochmal aufgreifen. Müssen wir gerade schon wieder umräumen. Zack, zack. Und das habe ich jetzt einfach schon quasi vorbereitet. Ich würde euch bei der Schale auch eine Variante ohne diese Schraubverbindung in der Mitte dazu packen. So, die stehen immer noch im Bild. Ups. Kurz Platz machen. So. Ich hoffe, ihr könnt hier die Form gut sehen. Ich hoffe, das ist nicht zu weiß-weiß. Vielleicht so, wenn es ein bisschen vom Licht weggeneigt ist, kann man es vielleicht schöner sehen, dass ich mich richtig bemüht habe, das innen schön zu runden, dem aber auch außen quasi eine charmante Form zu geben. Also es ist nicht komplett rund, sondern es ist hier bewusst flach angelaufen an der Seite. Und hier in der Mitte eben entsprechend mit der Schraubverbindung, sodass ihr die verschiedenen Höhen einschrauben könnt. Ich habe das aber auch schon für euch so vorbereitet, dass ihr es auch komplett ohne Schraubverschluss nutzen könnt. Und ist die nicht niedlich? Guckt mal. Die habe ich vorhin noch schnell auf dem Anycubic gedruckt, weil ich das Ganze auch gerne nochmal in klein testen wollte. Das ist skaliert auf 60% in dieser mini-goldigen Größe. Und irgendwie wollte ich gerne was halt zu dieser Perlenoptik passt. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Schale komplett ohne alles lasse oder ob die nur oben irgendwie so einen einfach abgesetzten Rand bekommen soll. Aber ich fand es irgendwie ganz süß, dieses Perlige nochmal aufzunehmen. Ich wollte die Perlen bewusst nicht so groß machen wie bei dem Motiv oben, weil ich dachte, das ist dann vielleicht irgendwie Overkill, das ist dann zu viel. Ist am Ende natürlich irgendwie immer alles Geschmackssache. So. Gleiches wie mit den Stapelblumen. Ich war so sehr damit beschäftigt, das zu designen und zu drucken, dass es noch nicht im Shop ist. Aber es gibt dann morgen quasi so einen Rutsch, morgen hoffentlich, ich hoffe, ich schaffe es morgen, an neuen 3D-Druckprojekten für alle 3D-Druck-Enthusiasten. So. Und wo wir jetzt hier schon bei den Perlenprojekten sind, dachte ich, wir bauen auch gemeinsam gleich noch den Spieß hier ein. Die Erdspieß-Variante. Ich habe heute extra ein Blümchen mitgebracht vom Gärtner, weil ich dachte, da können wir gleich beides nochmal ausprobieren. Sowohl das gedruckte Herz, das habe ich nämlich auch extra nochmal als Spieß jetzt wirklich gedruckt. Guckt mal, so sieht es aus. Das ist das Herz, das ursprünglich eigentlich eine Faltkarte werden wollte. Ihr erinnert euch, habe ich letzte Woche auch schon kurz gezeigt. Hier nochmal ganz kurz als Reminder. Und das jetzt eigentlich so, als man kann Verschiedenes damit machen, Datei in den Shop gewandert ist. Den Anhänger habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich den Spieß noch nicht gezeigt habe. Die Variante mit Spieß ist wieder in 2 Größen im Download mit drin. In der einen Variante ist der Spieß noch mal ein bisschen länger. Das ist jetzt die A1 Mini kompatible Variante. Und Idee hier ist natürlich super simpel. Also eigentlich muss man das keinem vorführen. Ne? Aber hier so, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Glockenblume. Ich sag's euch, die hat vorhin beim Transport schon ziemlich was abgekriegt. Aber schaut mal, ne? Ist das nicht niedlich? Ich finde, das könnte man genauso verschenken. Und zwar jetzt entweder zu Ostern oder dann auch schon, wer schon ein Event weiterdenkt, zum Muttertag. Also das hier ist die Spießvariante. Die habe ich gedruckt mit dem Bambu A1 Mini. Ohne ganz besondere Einstellungen. Ich habe also einfach mit einer 0,2er Schichtdicke gedruckt. Das Einzige, was ich bei solchen Projekten gerne mache, ist, dass ich darauf achte, dass ich keinen Infill bekomme. Das heißt, ich drucke solche Projekte dann gern in dem Fall 2 mm dick. Das war mir persönlich jetzt stabil genug. Also ihr seht, so ein bisschen biegsam ist es. Die Dicke könnt ihr im Slicer aber individuell so einstellen, wie ihr sie gerne hättet. Und dann achte ich eben darauf, dass ich wirklich 10 massive Schichten habe. Das kann man im Slicer einfach einstellen. Entweder stellt ihr die Füllung einfach hoch auf 100% oder ihr erhöht die äußeren Schalenschichten auf 5 und 5. Sind insgesamt 10 Schichten. Bei einer Schichtdicke von 0,2 seid ihr auch bei 2 mm. Also Minimalmatte quasi. Aber ich drucke die gerne komplett
gefüllt. Das macht das Ganze ein bisschen stabiler und das ist eigentlich auch mein Stichwort für diese Perlenspieß-Geschichte. Die habe ich euch auch letzte Woche kurz gezeigt. Und ja, selbst dieser exorbitant lange, dieser 25 cm Perlenspieß passt auf die kleine Druckplatte vom Bambulab A1 Mini, weil man den dann einfach ganz diagonal auf die Platte legt. Also von Ecke zu Ecke geht der da genau drauf. Das habe ich extra probiert und habe auch extra damit gedruckt. Und hier wäre die Empfehlung eigentlich die gleiche wie bei dem Herzchen gerade, nämlich, dass ihr die Teile einfach massiv druckt. Massiv heißt auch hier darauf achten, dass ihr quasi keinen Hohlraum in dem Druckteil bekommt und das macht ihr einfach, indem ihr die Füllung auf 100% hochstellt. Dann wird dieser Spieß halt einfach ein bisschen stabiler. Dass da so eine Restbiegbarkeit bleibt, haben wir uns letzte Woche auch schon angeschaut. Aber wir können gerade mal hier gemeinsam, sag ich mal, Hasi noch reinsetzen. Ich denke nämlich, dafür ist die Größe gerade gut. Mal gerade einmal umstellen. Und dann seht ihr auch, wofür diese verschiedenen Stablängen, sag ich mal, da sind. Weil die 25 mm sind jetzt für meinen kleinen Topf hier fast schon ein bisschen übertrieben. Wenn ich jetzt wirklich will, dass der Hase auch so ein bisschen, sag ich mal, in der Glockenblume drinne sitzt, dann sind die 25 mm schon Zentimeter, Entschuldigung, nicht Millimeter, Zentimeter, fast schon ein bisschen viel. Deshalb habe ich euch einfach unterschiedliche Längen vorbereitet, damit man das Ganze da einmal schön reinsetzen kann. Und man steckt es auch wieder einfach nur hier unten einmal rein in das Loch und dann sucht man eine Stelle, an der man nicht genau mitten ins Herz der Pflanze piekst. Ja, und da sitzt der Hase. Und weil ich gerade den Schmetterlingswunsch lese, ich habe da noch was im Drucker. Ist wirklich ganz frisch gedruckt, ist noch nicht rausgeholt. Können wir gerade einmal gucken, wenn ihr wollt. Ist es nicht niedlich? Ich finde es niedlich, ich finde das Herz allerliebst. Ich habe heute 2 solche Glockenblumen beim Gärtner gekauft. Und die Plotterianer unter euch mögen es mir nachsehen, aber mir geht es im Moment auch wirklich so, dass ich, egal was ich anfasse, gefühlt direkt das nächste 3D-Druckprojekt schon im Kopf habe. Das heißt, ich habe die Glockenblume gekauft und habe schon natürlich den Perlenstecker im Kopf gehabt, den ich da reinsetzen will. Und mir dann gedacht, ach, ein perfekt dazu passend gedruckter Topf wäre doch auch nicht schlecht. Tut mir leid. Das ist einfach so. Und mein Mann sagt das immer so schön, ich muss einfach auch immer genau das machen, was mir gerade durch den Kopf, durchs Hirn geistert. Alles andere wird eh nichts. Da machen wir uns nichts vor. Ach ja. Martina schreibt, ihr seid ja 3D-Neulinge. Es wäre schön, wenn ich diese Empfehlungen im Projekt mitgebe. Martina, das ist ein guter Punkt. Kann ich versuchen, euch einfach in die jeweilige Projektbeschreibung im Shop mit reinzuschreiben, dass ich da hinschreibe, gerne massiv drucken. Obwohl ganz viel davon, Martina, absolut Geschmackssache ist am Ende. Also wenn man das nicht macht, wenn man meine Einstellung nicht nimmt, wird am Ende trotzdem ein verwendbarer Druck rauskommen. Ich versuche euch nur immer so ein bisschen meine Gedankengänge mitzugeben und so ein bisschen meine Ansätze, was ich tun würde, was ich für eine sinnvolle Lösung halte. Da frage ich direkt mal die 3D-Druck alteingesessenen Hasen unter euch. Ich weiß nämlich, da gibt es auch einige. Ich habe schon sehr lange keine Blumentöpfe mehr gedruckt. Ich habe früher schon mal auf meinem ganz alten Anycubic Blumentöpfe gedruckt. Die sind mir aber mit PLA alleine nie dicht geworden. Das heißt, ich habe die immer noch mal mit dem Lack behandelt, um die wirklich auch wasserdicht zu bekommen. Wenn da einer von euch den ultimativen Tipp für mich hat, wie ihr das macht, um Blumentöpfe komplett dicht zu drucken, dann immer her damit. Genau, Simone schreibt schon, ist das dann wasserdicht? Also ich habe schon Blumentöpfe, Vasen und so weiter gemacht, die dann auch wirklich wasserdicht waren. Die habe ich aber nach dem Druck nochmal mit einem speziellen Klarlack behandelt. Ne, ich habe da einfach einen speziellen Klarlack, den habe ich reingepinselt, beziehungsweise bei Vasen, die oben sehr schmal waren und unten auseinandergegangen sind, habe ich das reingegossen, habe dann die Vase quasi geschwenkt, habe das bewegt, damit die Flüssigkeit von dem Lack möglichst in die komplette Wand benetzt hat und dann habe ich es wieder ausgegossen. PETG, schreibt die Petra. Man muss nicht unbedingt PETG nehmen, aber ich werde es sehr gerne mal probieren. Petra, wenn du da Tipps für mich hast, dann immer gern her damit. Gerne auch ein Filament, das du sehr gerne magst. Gerne am besten auch gleich noch passende Druckeinstellungen. Da können wir uns wieder gemeinsam so ein bisschen rantasten. Wie gesagt, ist bei mir alles schon eine echte Weile her. Und ich muss dann erst mal wühlen, was ich da für einen Lack genommen habe. Und ja, vielleicht kann man es auch mit einem anderen Material gleich von Anfang an noch besser wasserdicht kriegen. Obwohl ich immer denke, das ist bei der Technik so eine Sache, ob das dann wirklich wasserdicht wird. Also ich habe auch bei meinen anderen früheren Drucken immer dem Frieden nicht getraut und es deshalb halt nochmal zusätzlich behandelt.
So, sicher ist sicher mäßig. So, bevor ich jetzt aber weiter quatsche, ihr habt die Aufgabe, schreibt mir mal eure Empfehlung, damit ich da einen leichteren Einstieg habe. Ich gehe ganz kurz rein zum Drucker und hol die Platte. Ich habe nämlich euren Schmetterlingswunsch letzte Woche schon gehört und habe die Tage abends noch spät zumindest schon mal einen Entwurf gemacht. Haha. Guckt mal, was hier einmal aus dem Drucker geschwebt kommt. Das wäre der Schmetterling in mittelgroß. Den in groß muss ich nochmal überarbeiten. Ich wollte eigentlich den in groß zuerst testdrucken. Dies ist der Schmetterling in mittelgroß, der jetzt hier gerade einmal frisch, ganz, ganz frisch aus dem Drucker kommt. Zack. Ist der euch schmetterlingsförmig genug? Ich habe meinem Mann vorhin noch eine Alternative gezeigt, zu der hat er gesagt, das sieht für ihn fast aus wie ein Kleeblatt. Da war ich leicht frustriert. Aber ich habe das letzte Woche schon gehört und dachte, Schmetterling ist klug, weil, wie gesagt, bald ist Ostern rum und dann suchen wir alle wieder was kein Hase ist und trotzdem irgendwo sitzen darf. Und der innere Monk hat jetzt immer eine etwas schwierigere Aufgabe beim Erstellen dieser Projekte, weil ich jetzt natürlich immer auch gleich noch nach der Dübelposition und sowas gucke. Können wir uns bei dem Schmetterling gerade von unten noch mal kurz anschauen. Der hat natürlich wieder Dübellöcher und auch ein Loch oben und ein Loch unten. Guckt mal, so sieht es aus. Ne, hier mit der Aussparung unten, der Aussparung oben, Aussparung unten, ganz klar, ihr könnt es euch schon vorstellen, damit man hier wieder schön das Stäbchen für den Stecker einmal einstecken kann oder das Ganze nachher auf den Ständer setzen kann. Aussparung oben, logischerweise zum Aufhängen. So. Der Dirk sagt, entweder im Vasenmodus drucken oder die Wandlinien erhöhen, dann ist es dicht. Danke, Dirk. Vasenmodus habe ich früher schon gedruckt. Ich finde, im Vasenmodus waren die Dinger so lapperig, weil der Waste Mode, ich weiß nicht, ob sich da inzwischen was geändert hat, aber im Cura Slicer war der früher dann immer nur einlagig. Also das war wirklich nur eine Schnur sozusagen von der Düse, die da immer außenrum aufgebaut wurde. Und das sind dann ja nur 0,4, ein bisschen mehr als 0,4 mm. Das ist dann sehr wabbelig. Bianca fragt, wie schaut die andere Variante aus? Bianca, die andere Variante habe ich nicht gedruckt. Die habe ich bisher nur in der Software. Die hat ein bisschen geschwungenere Flügel. Aber wenn ihr sie sehen wollt, kann ich sie kurz zeigen. Das kann ich kurzerhand mal die Software aufmachen. Der hat wenig, also er ist weniger schlicht. Er ist ein kleines bisschen mehr so mit, warte, hier. Ich muss kurz einmal aufräumen in der Software und dann kann ich es zeigen. Der Dübel auch noch weg, damit ihr eine klare Übersicht habt. So. Und Achtung, auch nicht 1:1 perfekt fertig. Aber ich glaube, dass man eine Idee bekommt, reicht's. Ich muss nur noch den PC davon überzeugen, euch das zu zeigen. Gucken, ob das klappt. Hier. Hier ist er. Das wäre der andere Schmetterling. Und wenn man das ganz klar einfach nur als Kontur von oben sehen will, dann sieht er ungefähr so aus. Ungefähr so. Also man sieht hoffentlich, was ich meine mit, der ist ein bisschen markanter von der Linie her ausgearbeitet. Ne? Er hat hier oben im Flügel nochmal so einen Schwung drin, er hat hier nochmal so eine stärkere Kerbe nach oben. Er ist einfach ein bisschen markanter noch ausgeformt. Obwohl ich glaube, das funktioniert für den großen Schmetterling. Die 2 kleineren Größen, die ich normalerweise noch erzeugen würde, da wird es schwieriger, dass das dann auch hinhaut. So, aber ihr habt gefragt und ich habe geliefert. Ihr nehmt so prinzipiell auch ein Kleeblatt. Ja, Kleeblätter gehen eigentlich immer, ne? Warte, ich schreib's auf. Ich schreib's auf. Aber er sieht nicht so schlimm aus wie ein Kleeblatt, oder? Also so ein bisschen den Schmetterling kann man schon erkennen. Frustriert mich bitte nicht zu sehr. Kleeblatt. Perlenprojekt. Okay. Ist notiert. Zahlen habe ich noch auf meiner Agenda. Perlenzahlen waren gewünscht. Da habe ich auch schon angefangen. Ihr seht, ich habe wieder zu viel angefangen. Ja, Schmetterlinge sind ja auch nicht alle gleich. Das ist genauso. Genau, absolut.
Florian hat recht, der gedruckt ist schöner, sagt die Anke. Dann bin ich ja froh, dass ich den zumindest mal so wie er ist, zack, so, auch wirklich testgedruckt habe. Nachdem mein Mann gesagt hat, er findet den besser und der auch schon so weit war, habe ich gedacht, ich drucke den wenigstens mal. Jetzt brauche ich nur ein bisschen Zeit, auch alles wirklich der Reihe nach fertig zu machen. Oh, ich habe noch was ganz anderes. Apropos Perlenprojekte und gedruckte Dinge. Ihr helft mir dann kurz, das alles in Reihenfolge zu bringen, was in welcher Reihenfolge für euch shopfertig gemacht werden soll. Ich hatte hier noch so eine Idee, die kann man jetzt gut finden oder auch nicht gut finden. Aber ich habe ja bisher quasi meine Basis, hier ist sie nochmal, so als Behälter gedruckt und habe das hier innen drin mit Granulat beschwert. Eigentlich habe ich da tatsächlich noch 2 Ideen, die muss ich euch beide wieder zeigen. Idee 1 seht ihr hier schon, da muss ich gar nicht viel erklären, glaube ich, muss es nur vielleicht gleich von vorne nochmal zeigen. Idee 1 ist, dass man die Klötzchen ja auch mal wieder verbauen könnte und man quasi hier noch so eine Haltervariante für diese Klötzchen-Geschichte hat. Finde ich persönlich auch gar nicht so schlecht, wenn man so der Holz- und Klötzchen-Typ ist. Ich habe noch so viele Klötzchen und ich muss ja auch mal irgendwas damit anfangen. War das so ein bisschen die Grundidee. Und drauf passen würde da natürlich auch wieder alles Mögliche. Ich habe jetzt in der Mitte quasi dieses Teil mit der Vertiefung für das Stäbchen einfach auch auf dieses Standardklötzchenmaß gebracht von den anderen Klötzchen, die wir schon gemeinsam verarbeitet haben. Anita, das ist eine sehr nette Idee. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, bei den Perlenprojekten ein Papier oder Transparentpapier zwischen die Hälften zu machen? Ja, klar, warum nicht? Ihr bräuchtet nur von mir die Umrissform, ne? Eigentlich, guck mal, Anita, geht es sogar mega gut, weil die jetzt ja zusätzlich sogar diese Dübelaussparung haben. Stell dir jetzt bei diesem Schmetterlingsteil vor, du hättest jetzt einfach ein Transparentpapier, das vom Umriss her genau hier innerhalb der Perle, sage ich mal, liegt, das auch die Ausschnitte logischerweise für die Dübel hat. Das könnte man ja einfach zwischen rein kleben. Legen und kleben. Ich klebe ja meine Projekte zuletzt, sage ich mal, vor allem an den Dübelpositionen. Hier und hier. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, wie macht man es hier, da wo die Löcher durchkommen. Da grübel ich gerade noch. Bei allem anderen ist es eigentlich unkompliziert. Wie macht man es an den Stellen, wo die Löcher durchkommen? Spannend finde ich die Idee auf jeden Fall. Dürfen sich die anderen auch gerade noch mal äußern. Also das hier war nur so eine Schnapsidee, das war noch so ein Seitenerzeugnis, während ich darauf gewartet habe, dass die Schale irgendwie gedruckt wird, dachte ich, ist doch vielleicht ganz nice. Ich weiß jetzt, wenn es zwischen Richtung Sommer und Frühling geht, schreit ihr vielleicht bei den Klötzchen nicht direkt Juhu, aber glaubt mir, die winterlich-weihnachtliche Zeit kommt wieder. Und ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage dessen, wie man eingerichtet ist. Wenn man eher so nicht der Typ für so moderne weiße Deko ist, sondern es irgendwie eher hölzern mag, könnte das auch ganz gut funktionieren. Anita, wenn du es bei einem Projekt mal ausprobieren willst, mit diesem was dazwischen bauen und schon eine konkrete Idee dazu hast, dann schreib mir doch mal eine Mail. Dann würde ich mal versuchen, das für ein Projekt wirklich umzusetzen und wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Ich finde die Idee eigentlich ganz witzig, gerade in Kombination mit dem, dass ich diese Perlenprojekte ja hier auf meinen Ständen so schön frei drehen können. Wenn man denen jetzt ein bisschen Fläche geben würde, gerade beim Schmetterling, wenn man denen jetzt ein bisschen Fläche gibt, dann halt auch Folie, kein Papier, sondern irgendwie eine Effektfolie oder so, dann würde der sich ja draußen im Wind zum Beispiel halt auch schön drehen. Also mehr natürlich, als wenn man nur diesen Perlenumriss hat, weil umso mehr Fläche da ist, umso mehr Angriffsfläche hat man jetzt ja auch für Luftzug und für alles, was irgendwie sich so bewegt. Ja, die Klötzchen-Variante. Ich fand es gar nicht verkehrt, weil ich eben selber noch Klötzchen habe und da könnt ihr, sag ich mal, eben den Basisfuß ja dann so ausbauen, wie ihr ihn gerne hättet. Wenn ihr das Gefühl habt, der muss noch ein bisschen schwerer sein, da muss noch was ran, kann man eben noch ein Klötzchen, ein weiteres vorne und hinten dran kleben oder man könnte auch unten drunter noch eine weitere Reihe Klötzchen kleben. Es war einfach nur so eine Schnapsidee. Ja, Anita sagt, für Hasi wäre gut. Für den kleinen Hasi, Anita. Oder für den großen. Und soll der stehen oder hängen, wenn wir schon darüber sprechen? Zwischenlage. Eigentlich finde ich es total elegant, weil das eine Möglichkeit wäre, das Plotten und das Drucken wieder zu verbinden. Dann könnte man noch irgendwie eine schön geplottete Folie zwischen reinpacken und da kann man dann wiederum irgendwie Sachen noch drauf machen.
Ja, und was plotten. Gut. Noch was? Hier noch was. Die Klötzchen-Variante hat jetzt natürlich mehr. Ihr dürft euch aber langfristig auch mal überlegen, da bin ich auf eure Erfahrungsberichte dann so ein bisschen angewiesen, ob es Sinn macht, für so einfache kleine Teile auch noch so einen einfachen Ständer zu bauen, der eben ohne Beschwerung auskommt. Ich habe bewusst die Variante mit der Beschwerung für euch umgesetzt, wo das Granulat reinkommt, also diese hier, ne, wo ich hier unten drinne das Deko-Granulat eingefüllt habe, weil ihr damit einfach sicheren Stand habt, auch für die größeren Perlenprojekte und auch wenn der Hase jetzt oben noch irgendwie eine Trockenblumen-Deko dran bekommt oder, da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen und alle Fälle sozusagen abdecken. Wenn ich jetzt aber eben wirklich nur so ein kleines Herzchen hier habe oder so einen kleinen Schmetterling, bräuchte ich wahrscheinlich gar keine beschwerte Basis. Da wäre so eine einfache Grundplatte wahrscheinlich auch ausreichend. Sie muss optisch nicht ganz so einfach sein, da dürftet ihr gerne auch Wünsche äußern, ob ihr es irgendwie noch ein bisschen... Die könnte auch diesen süßen kleinen Perlenrand kriegen wie hier. Also ob ihr es irgendwie gerne noch ein bisschen verspielter hättet. Ist jetzt aber auch alles ein bisschen viel. Ich weiß, es sind ein paar viele Basisteilprojekte für die Perlenprojekte, aber das ist bei mir für mein Hirn leider ganz normal. Wenn ich an einem so einem Projekt dran bin, dann spuckt es immer Varianten um Varianten aus. Ja, Petra, genau, bei der Klötzchen-Variante könnte der Laser wieder mitarbeiten. Da könntest du jetzt hier vorne irgendwie noch Frohe Ostern drauf lasern oder wenn Ostern rum ist, Frohe Weihnachten. Dann bräuchten wir vielleicht mal noch ein paar Schriftzüge. Die Annette hatte eigentlich bei der Druckvariante geäußert, dass sie es ganz schön finden würde, wenn man hier rechts und links zum Beispiel auch noch einen Text drauf drucken kann. Auch damit könnten wir uns noch mal befassen. Also Ideen habt ihr immer reichlich. Mein Tag hat nur nicht genug Stunden. Aber trotzdem gucke ich mir es mit euch einfach immer ganz gern an. Und ich liebe auch wirklich immer noch diese mini kleine Schale. Ich bin immer noch selbst fasziniert, wie stabil die Sachen werden. Und die habe ich eigentlich mit einer 100% Füllung gedruckt. Da könnte ich nachher spaßeshalber mal probieren, ob die Wasser hält. Ich glaube es ja noch nicht. Müsste ich die irgendwie zusatzbeschichten. Sie fühlt sich eigentlich ganz massiv an, aber ich kenne das Spiel schon von früher, dass dann doch irgendwo sich Stück für Stück über die Zeit, auch wenn man es nicht sofort sieht, dann irgendwo die kleinen Wasserperlen durchdrücken. Ich weiß es noch nicht, aber mein Hirn arbeitet schon wieder in alle Richtungen. Gut, in welcher Reihenfolge müssen die Dinger jetzt in den Shop? Also die Spieße kommen auf jeden Fall, das ist gesetzt. Ich liebe das hier, wie Hasi einmal hier drin sitzt. Wartet, ihr dürft auch noch mal. Seht ihr mehr? Ne? Hier diese Spießgeschichte ist schon so gut wie fertig, ist schon fast im Shop. Das nächste für mich wäre dann eigentlich die Schale, weil bei der Schale bin ich auch schon ziemlich, sage ich mal, ziemlich weit gediehen. Da habe ich an dem Drehverschluss noch mal so ein bisschen rumhantiert und habe eben euch auch die Variante ohne Drehverschluss in der Mitte schon vorbereitet. So, und was ist da noch offen? Der Perlenschmetterling wäre noch offen, der Klötzchenständer wäre noch offen. Vergesse ich gerade irgendwas? Bestimmt vergesse ich. Ach so, die Stapelblumen. Ja, genau, Petra, die Stapelblumen. Die Stapelblumen. Die Perlenschale und der Hasi. Annette nimmt alles. Okay, also meine Aufgabe morgen ist für euch fertig machen. Ich hätte hier noch was. Ostern ist schon fast zu bald, aber ich will euch trotzdem noch eine Idee noch kurz zeigen. Ich bin auch noch selber nicht sicher, ob mir es eiförmig genug ist. Guckt mal. Hier kann ich euch mal spoilern. Hier ist meine Testkiste. Da seht ihr auch schon das eine oder andere, was nicht funktioniert hat. Ich hatte da diese Woche so eine Idee, nachdem wir in der Vergangenheit ja auch schon Lichterketten-Teile gedruckt haben, hätte ich es jetzt selbst für mich super nett gefunden, noch eine kleine Ostereilichterkette zu bauen. Was bei den Eiern leider ein bisschen special ist, wenn die wirklich richtig eiförmig sein sollen, ist, dass man beim 3D-Druck ja ein Thema mit dem Überhangwinkel hat. Das heißt, wenn das Ei unten schön breit auseinander geht, dann hat man einen Winkel, der sehr, sehr flach, sage ich mal, über der Grundplatte steht und damit tun sich die 3D-Drucker immer schwer. Das heißt, die Qualität hier an der Unterseite leidet dann. Das sieht man hier. Weiß nicht, ob ihr es auch unter der Kamera seht, aber ich sehe hier, dass ich quasi so eine raue, unschöne, ungleiche Oberfläche bekommen habe, weshalb ich das Ei dann Stück für Stück so ein bisschen spitzer gemacht habe. Es ist mir jetzt noch ein Mühe zu spitz, aber wenn ich das oben und unten noch ein kleines bisschen abschneiden würde, ich mache euch mal die Finger dran, dann geht es, glaube ich, als Eiform durch. Und die Idee war hier,
tatsächlich anders als bei den anderen Lichterkettenteilen, die wir schon gebastelt haben, nicht Hälfte auf Hälfte zu kleben, sondern dieses süße kleine gerippte Ei einfach stehend auf der Platte zu drucken, komplett am Stück, dann die Lichterkette durchzuschieben und was jetzt noch fehlt, ist so eine Art kleine Nupsi-Stöpsel-Lösung. Die Petra sagt dann doch lieber die Blümchenlichterkette. Auf jeden Fall hättest du von der Blümchenlichterkette jetzt noch länger was. Das ist die gleiche Logik wie vorhin. Aber ich sage dir jetzt ehrlich, wie es mich reizt jetzt hier wieder quasi das gebacken zu bekommen. Ob ich das jetzt für dieses Ostern noch hinkriege, weiß ich noch nicht. Petra, denk schon mal weiter. Denk schon mal an die Kugel. An die ganzjahrestaugliche, gerippte Kugel, die man beleuchten kann. Und wir haben ja letzte Woche gesehen, dass Beleuchten zumindest bei den hellen PLA-Farben sehr gut funktioniert. Aber Blümchen für die Lichterkette ist trotzdem gesetzt, keine Sorge. Aber für nach Ostern. Gut. Ja, die Testkiste in Tulpenform. Eigentlich sollte das eine XL-Tulpe werden, aber leider hat sich das Ganze im Druck gelöst. Also es hat sich hier an einer Seite, hier innen kann man es auch so ein bisschen erahnen, hat sich hochgezogen und ist nicht richtig glatt geworden. Deshalb habe ich den Druck abgebrochen, aber eben für meine verschiedenen kleinen Prototypen mit Beschriftung und so ist es trotzdem noch gut genug geeignet, würde ich sagen. Gut, okay, also ich habe meine To-Dos, es ist auch schon wieder 21 Uhr. Ich trinke jetzt noch einen Schluck, ihr kriegt also ganz kurz einen Trinkpausensong auf die Ohren. Und danach, würde ich sagen, gucken wir Kundenfotos. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Und hier bin ich wieder und wir starten mit einem Foto von Sabine, das die hier gerade extra noch hochgeladen hat. Schaut mal. Sabine, ich freue mich total. Deine Stapelblumen-Eskalation mit den Wabenhasis zeigt eindeutig, dass ich mit den Stapelblumen bei euch irgendwie einen Nerv getroffen habe. Das freut mich sehr. Ich hätte wirklich auch immer noch Lust, noch weitere zu bauen. Heike hat auch schon weitere Ideen für die Eier. Ja, die könnte man auch auf Stäbe auffädeln. Man könnte bestimmt auch beleuchtete Kränze damit machen, Heike. Ob ich den Schmetterling noch zusammenbaue, Christine? Das könnte ich machen, aber ihr wisst doch schon, wie das geht, oder? Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr genug Dübel hier. Also, weiter im Text. Erstmal zurück zu den Kundenfotos. Ihr dürft gern trotzdem schreiben, zwischendurch Fragen und so. Und ich versuche das dann zwischendrin immer noch irgendwie zu sehen und zu beantworten. Also, liebe Sabine, du warst irre fleißig. Danke für das Foto. Richtig, richtig cool. Hier haben wir das Foto von der Annette. Die hat hier auch einmal die Stecker umgesetzt in verschiedensten Varianten. Zum Aufhängen, zum Reinstecken in kurz und in lang. Annette, vielen, vielen Dank. Dann war die Kim fleißig. Liebe Grüße an die Kim. Kim, du hast mir einen ganzen Schwung Fotos hochgeladen. Schön, dass du tüchtig am Werkeln bist und auch am Fotos machen. Sowohl von den 3D-Druckprojekten als auch Papierprojekte, die kommen gleich noch. Ja, noch mehr Stapelblumen, schreibt die Sabine. Hier sehen wir von der Kim die aus Papier gebastelten Sachen. Kims Ostereier. Mit Stapelblume und mit Tulpe. Ich feiere das übrigens total, dass ihr beides immer mitmacht. Finde ich total gut. Kim hat auch die Osterkörbchen gedruckt. Sehr, sehr cool.
Die Annette hat nochmal ein Tulpenfoto für uns gemacht in 130, 70 und in 100%. Sehr, sehr nett. Und hier kann man auch nochmal die Größe schön sehen. Annette, das hast du schön fotografiert. Hier war die Daniela fleißig. Die Daniela war total verliebt in den Wabensockel und hat einen richtig schönen, toll ausdekorierten Wabensockel gebaut. Gibt es hier gleich nochmal ein Foto mehr davon. Liebe Grüße an der Stelle an die Daniela, du warst sehr tüchtig. Und hier haben wir das erste von der Heike hochgeladene Kundenfoto. Liebe Grüße, Heike. Danke, ich habe das Foto in der Gruppe gesehen. Ich habe dich gebeten, das hochzuladen. Du hast extra den Bedingungen zugestimmt und hast es hochgeladen. Ich habe mich mega darüber gefreut und freue mich bei der Gelegenheit, euch mal eins meiner ganz, ganz frühen Plotter-Projekte zeigen zu können. Das ist wirklich schon lange, lange her, dass ich diese lange Dekotür gestaltet habe. Ihr seht, auch damals schon mit viel Bedacht und clever, so aufgeteilt in einzelne Module, damit man das mit dem Plotter auch gut plotten kann. Und wer Lust hat, hakt Ostern noch nicht ab. Ostern kommt erst noch auf eine spontane Osterdeko und so eine große Balkontür. Darum bin ich so ein bisschen neidisch. Dem kann ich die Osterdeko in XL einfach nur ans Herz legen, weil die ganze Arbeit macht der Plotter und ihr müsst es nur ans Fenster kleben und fertig. Ihr müsst dafür auch nicht extra irgendeine besonders tolle Folie oder so nehmen. Ihr könnt den ganz normalen Tonkarton, den wir sonst zum Basteln nehmen, einfach durch den Plotter jagen. Der ist hervorragend dafür geeignet und dann klebt ihr den einfach mit Tesafilm oder so ein paar Klebepunkten an der Scheibe fest. Und das Schöne an der Variante Tonkarton im Vergleich zur Folie ist halt auch, dass wenn ihr das ordentlich macht und ihr es ordentlich abnehmt, ihr es einfach nächstes Jahr auch wieder aufhängen könnt. Ne, vorausgesetzt, ihr bewahrt es schön flach auf. Ist wirklich eins von meinen ganz, ganz, ganz frühen Projekten und ich habe mich wie irre gefreut, das hier mal wieder umgesetzt zu sehen. Sehr, sehr cool. Hier haben wir noch ein Foto von der Tina. Die hat mal ganz schlicht das Papier der Blüte in ein bisschen Struktur cremeweiß umgesetzt und entsprechend unten den Teil ganz normal Tonkarton grün. Sehr, sehr hübsch, Tina. Die Silvia war auch fleißig und schreibt, Hasi brauchte ein neues Herz. Der hat noch ein zusätzliches Herz bekommen. Sehr süß. Die Annette hat das 3D-Druckherz gedruckt und sich dabei sehr über diese Fuge am Rand gefreut, zu der jetzt keiner von euch so richtig was gesagt hat, oder? Kann das sein, dass da sich niemand so wirklich geäußert hat? Wenn ihr euch nicht äußert, seid ihr selber schuld so. Weiter im Text. Die Annette hat noch ein schönes Osterkörbchen gebastelt und guckt euch mal die süße gepunktete Schleife dazu an. Sehr, sehr niedlich. Und hier haben wir jetzt die Hasis von Petra. Genau für diese Hasis wurde das Herz extra konstruiert. Die Petra hat sich das gewünscht. Auch sehr schön, man sieht, es sitzt auf der Deko-Erhöhung, die da wahrscheinlich auch schon ziemlich lange steht. Petra, vielen, vielen Dank für die Fotos. Und die Petra hat eine sehr gute Mathematik für euch vorbereitet. Die hat gerechnet, nämlich einmal für den Hasen in der ganz normalen Größe, wie ich ihn jetzt dieses Jahr entwickelt habe, passt natürlich dieses Herz genauso rein, wie ihr es jetzt im Shop findet. Wer aber den alten Hasen, in Anführungszeichen, mit diesem einen, mit dem geraden Ohr, nicht dem Knickohr noch hat, der ist im Vergleich, das ist völlig richtig, 133,333333333% größer als diese kleine Variante. Das heißt, für den kann man entsprechend das Herz auch einfach vergrößern und kann das dann eben auch für den großen Hasen verwenden. Da kommt doch noch Rückmeldungen zur Fuge. Aha. Auch an den Blumen, Fragezeichen. Das war das, was ich von euch wissen wollte. Auch an den Blumen. So. Hier hat die Petra auch wunderbar die kleinen Körbchen mit den Blümchen gedruckt. Und in der Machart könnten wir ehrlich gesagt auch noch den Hasen und das Küken machen. Und ach, mein Tag braucht mehr Stunden. Also ich habe auch die Machart von dem Körbchen echt gefühlt. Mit dieser kleinen Nut zum Zusammenkleben. Auch total mein Fall. So, hier seht ihr mal Petras Setup. Hier steht nicht nur eine Deko-Erhöhung, nein, hier stehen 3 Deko-Erhöhungen. Mit den Tulpen drauf, die in der Mitte hat sogar Beleuchtung bekommen. Und von den Ostereiern, die sind geplottet, kriegen wir gleich auch nochmal Bilder aus der Nähe. Hier hat uns die Petra nochmal ein Foto aus einer anderen Perspektive gemacht. Schaut mal, wie schön. Und hier habt ihr die Ostereier auch nochmal mit ein bisschen mehr Licht. Die hat die Petra nämlich direkt noch mit meinem Digi-Papier kombiniert. Einmal mit dem Digi-Papier Herzen und einmal mit dem Digi-Papier Blumen. Passt zu Ostern jetzt total gut, einfach bunt, ne? Da durften die Hasis noch mit aufs Bild. Und hier hat sich's der Hasi bequem gemacht in einem Körbchen mit Juteband.
Die Christine hat auch fleißig Körbchen gedruckt. Und zu diesen Körbchen fällt mir gerade was ein. Da hatte ich eigentlich auch noch einen alten Wunsch von euch offen. Irgendjemand wollte so ein Körbchen, glaube ich, eigentlich auch noch mit einem Osterei oder einem Hasen haben. Das habe ich aber leider noch nicht umgesetzt. Bei dringendem Bedarf noch mal melden. Noch ist nicht Ostern. Ein bisschen Zeit hätte ich noch. So, noch mehr Körbchen mit Blümchen. Es freut mich sehr, dass die es euch so angetan haben. Und hier auch von der Elke einen Hasen. Komplett mein Fall, weil komplett in weiß mit weiß und weiß. Elke, vielen Dank für das Foto. Und von der Karin. Die Karin war eine der Wünschenden für die Tulpe. Seht ihr, sind die Tulpen auch wirklich draußen ins Beet gezogen. Karin, ich liebe dieses Bild. Total schön, dass du die extra raus zu deinen Schneeglöckchen verfrachtet und für uns fotografiert hast. Sehr, sehr schön. Die Silvia hat auch ein Körbchen gebastelt, das ist sehr schön. Ihr habt auch das Plotter-Körbchen wieder für euch entdeckt. Die hat es einfach, das finde ich sehr clever, auf 150% skaliert und guckt mal, was dann da auf einmal reinpasst. Also das vielleicht auch noch als Idee für diejenigen von euch, die es gerne geplottet umsetzen möchten. Man kann dieses Körbchen auch sehr gut größer machen. Und das vielleicht auch als Tipp für die 3D-Drucker unter euch. Auch da könnt ihr das Ganze natürlich größer skalieren und habt sogar quasi Einfluss darauf, sage ich mal, es nicht unbedingt auch viel dicker werden zu lassen, was die Front und die Rückseite angeht, weil die Front und die Rückseite da ja separat gehalten sind. Hier haben wir nochmal ein Foto von Jonna mit dem Hasen. Der hat auch das Dekor verpasst bekommen. Sehr schön, Jonna. Hier ist noch ein Hasi. Jonna, sind es die ich letzte Woche vergessen habe? Ich gucke jetzt schon so mit einem Auge darauf, wo die zeitliche Grenze ist. So, und ich glaube, diese Fotos von Manuela haben wir letzte Woche schon gesehen. Siehst du? Zack. Habe ich es doch direkt gefunden. So, ich wühle jetzt noch mal ganz kurz. Aber ich habe hier, glaube ich, nur noch pinkfarbene Dübel liegen. Also ich liebe diese Ostereier eigentlich. Ich habe noch nicht die perfekte Druckeinstellung gefunden. Und ich muss die noch ein Stück abschneiden. Das ist immer gemein. Das Problem ist, das kennt ihr bestimmt selbst auch, wenn man sowas hat, was einem gerade in den Fingern juckt, dann ist es ganz schwierig, sich zu disziplinieren und an irgendeinem anderen Projekt zu arbeiten. Okay, also ihr habt nochmal Rückmeldung gegeben zu der Thema mit der Phase an den Blümchen. Beide Varianten wären cool. Ja, was frage ich überhaupt? Ich gucke mal, Heike, wie schnell und einfach ich das umgesetzt bekomme. Ich schreibe es auf jeden Fall nochmal als Fragezeichen auf. Ich sage ja immer, ich will nicht unnötig viele Varianten produzieren, aber bei allem, sage ich mal, wo es eine Ergänzung Sinn macht, können wir uns immer drüber unterhalten. Und die Heidi hat ja geschrien bei Osterhasi. Osterei und Hasi für das Körbchen. Das kann ich aber nicht versprechen, Heidi, dass ich das noch schaffe. Ihr seht ja, ich habe so viel Angefangenes, worauf ihr jetzt schon wartet. Aber ich habe es aufgeschrieben. So. Und ich glaube... Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich will es gar nicht unnötig in die Länge ziehen heute. Wir sind wahrscheinlich tatsächlich schon durch. Es fühlt sich nach so wenig an, aber es war trotzdem eigentlich irgendwie viel. Guckt euch nochmal um, was hier alles um mich rum so sitzt. Ich hoffe auch, dass euch das nicht alles erschlägt. Ich bin schon wieder kurz davor, das ganze Regal hinter mir schon wieder wegzuräumen, weil mich das schon wieder fast nervt, dass hier alles so voll steht. Ich muss das einfach mal ausräumen und die nächsten Projekte irgendwie rausholen. Aber ihr kennt es, ne? Die Woche, die eh zu kurz ist für alles. Und ja, ich freue mich trotzdem immer. Genau, Heidi sagt, nächstes Jahr ist wieder Ostern. Genau so ist es, Heidi. Ich freue mich trotzdem immer total, dass ihr euch Zeit nehmt, am Freitagabend hier mit mir einmal durch mein Kreativchaos zu wühlen. Mir bringt es tatsächlich auch immer ein bisschen Klarheit, wenn ihr so mit mir durchschaut. Ja, Alicia sagt, der kürzeste Stream aller Zeiten. Alicia, das liegt daran, dass wir heute nichts gebastelt haben. Wir haben nur schnell geschraubt und einmal kurz durchgeguckt, was es Neues gibt. Und das ist tatsächlich nur für euch, dass ihr das auch mal ein Feeling dafür kriegt. Ich habe diese Woche ganz viel darüber nachgedacht. Es ist irre, sag ich mal, was da beim Aufwand mit so dazwischen steckt. Guckt euch nur mal die Stapelblumen an. Diejenigen von euch, die jetzt schon Papierstapelblumen gebastelt haben, wissen, was in dieser Stapelblume alles drin steckt. Ihr braucht eine Innenform, Seitenstreifen, Platzhalter, Auflagestreifen, noch eine Innenform, Höhenausgleich, Außenseite.
Wenn ich das mit dem 3D-Drucker mache, habe ich ein Unterteil, ein Oberteil, stecke die zusammen und bin fertig. Also bei Papier würde ich hier wieder 1,5 Stunden stehen und erklären, was wohin gehört. Gut, das haben wir jetzt ja in einem der Streams auch schon gemacht. Aber ja, hier bin ich dann schneller fertig. Wenn das Konzept mal steht, bin ich schneller beim fertigen Teil so angekommen. Und ja, es gibt eine Projektidee für das Event, weil ich die Nicole gerade lese. Eigentlich ist das Event nochmal anzusprechen, sehr guter Punkt. Ich habe heute echt kurz überlegt, ob ich den Stream nächste Woche jetzt schon absagen soll, weil wir haben ja an dem Wochenende vom 10. April unser Treffen, also eine Woche nach Ostern, hier in meinem Heimatort. Und ich freue mich schon sehr darauf, euch zu treffen und habe heute echt nochmal überlegt, was wir basteln. Ich bin immer noch komplett unschlüssig, aber da einige Eventler von euch da sind, wäre die erste Frage, ist es hoffentlich okay, wenn es nicht zusammenklappbar ist? Ich hätte nämlich eine Idee für was, aber das ist ein bisschen sperrig zu transportieren. Und das Event ist genau mein Stichpunkt. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass beim Event auf jeden Fall Papier gebastelt wird. Und genau um das vorzubereiten, werde ich jetzt in der nächsten Woche auch den Löwenanteil meiner Zeit investieren. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel ich euch nächsten Freitag wirklich zeigen kann. Keine Sorge, es ist nicht super geheim, weil ihr wollt ja auch sehen, was kommt. Die Leute, die zum Event kommen, sollen spätestens 2 Wochen vor dem Event die Datei auch bekommen. Das heißt, es wird um Geplottetes auf jeden Fall gehen. Aber wenn es das Eventprojekt ist, was wir uns angucken, wird es noch keinen Zusammenbau geben, weil ich das logischerweise zum ersten Mal zusammenbauen werde mit denen, die dann bei dem Basteltreffen da sind. So. Ja, Kirsten schreibt schon, sie hat ein großes Auto. Ja, es soll gar nicht überdimensioniert sein, aber ich habe bei den letzten Treffen, habe ich immer darauf geachtet, wir haben die Häuschen gebastelt, ne, diese Adventskalenderhäuschen. Wir haben letztes Jahr um Ostern rum das Waben-Osterei, dieses Körbchen gebastelt. Dann haben wir dieses Jahr bei unserem letzten weihnachtlichen Treffen die großen Fächersterne, die Klappsterne gebastelt. Das heißt, das war alles Zeug, was zusammenklappbar und gut nach Hause transportierbar war. Und im Moment geht mein Kopf eher Richtung Papier 3D-Projekt, aber nicht zusammenklappbar. Nicole sagt, für sie muss es nicht zusammenklappbar sein. Sehr gut. Ich frage das sonst nachher auch gleich nochmal in der Gruppe. Ich weiß, die Petra reist mit der Bahn an. Ich weiß, viele von euch fahren aber auch. Genau. Es kommen nicht alle mit dem Auto. Ich bin sicher, dass die Petra Bahn gebucht hat. Deshalb dachte ich, ich höre jetzt mal vorsichtig nach, weil ich immer versuche, ja genau, die Schneeflocke war auch groß, das stimmt. Ich denke aber gerade weniger an groß, ich denke eher an Volumen. Schön, oder? Jetzt habt ihr hoffentlich alle schon ein Bild vor Augen, was euch jetzt erwartet. Also eigentlich sind es sogar 2 Projekte, an die ich denke. Es ist ein Kombiprojekt. Mehr verrate ich dann nächste Woche. Genau wie zu der Frage, ob die Juliette hoffentlich wieder schneidet oder nicht schneidet. Ja, genau, die Schneeflocke habt ihr auch nach Hause bekommen, das stimmt schon. Ja, es ist spannend, ist auch für mich spannend. Und es ist so, es wird jetzt auch öfter so sein, dass die Streams dann eher kurz sind, weil wenn ich die Wahl habe zwischen, ich komme gar nicht zum Stream oder ich komme und wir gucken wenigstens kurz gemeinsam Kundenfotos an, so wie wir es heute gemacht haben. Ich zeige euch einfach ein bisschen, was passiert ist, hol euer Feedback, damit ich weiß, was ich wo vielleicht irgendwie noch für euch hinterlegen kann, darf, muss. Dann geht es für mich wieder leichter in der nächsten Woche weiter. Ihr habt ein bisschen mehr Insight trotzdem, sage ich mal, wo ich mit den Projekten gerade stehe, was jetzt kommt. Habt ein bisschen Einfluss auch drauf, mich in die eine oder andere Richtung zu schubsen. Und ich denke, das ist immer besser, als wenn wir uns gar nicht zum Stream sehen. So, ne? Es muss nicht zusammenklappbar sein. Tupperbox, großer Koffer. Ja, wir gucken mal. Soll ich schon was spoilern? Es ist halt schlecht, wenn ich jetzt was sage und das wird es dann am Ende nicht. Also ich habe eine sehr konkrete Idee, aber ja genau, lieber kurz als gar kein Stream, so ist es. Ich weiß auch, dass ihr mit mir auch noch bis 23 Uhr hier sitzen würdet. Ich könnte jetzt auch den Drucker nochmal anmachen, könnte mal noch ein paar Dübel drucken für den Schmetterling. Aber ich denke dann immer, das ist doch für euch super langweilig, wenn ich hier zum 5. Mal in irgend so ein Projekt Dübel einklebe. Oder wollt ihr mich einfach nur so ein bisschen als Hintergrundberauschung plappern lassen, während ihr anderweitig am Basteln seid?
Egal, hau raus. Also pass auf, ich droppe jetzt wenigstens mal die Idee und ihr sagt mal irgendwas dazu. Ich versuche zu erklären, was in meinem Hirn vorgeht. Es ist noch nichts dazu fertig, deshalb da hätte ich nächste Woche auch echt was zu tun. Okay, Achtung. Egal, sag schon bitte. Jetzt haltet ihr es nicht mehr aus. Ich weiß, das ist schlimm, dieses Rumgeeier, dieses Sagen, ohne was zu sagen, ist fürchterlich. Also Grundidee, von der ich kam, war ursprünglich, dass ich es cool finden würde, nach wie vor, wenn es, und ich weiß, es ist kurz nach Ostern, Achtung, Luft anhalten, lasst mich erst ausreden, wenn es eine Art Ständer geben würde für den Klappstern. Das haben wir uns kurz vor Weihnachten angeguckt, haben das dann nie fertig gemacht. Und die Variante, die ich gebaut habe, fand ich ehrlich gesagt selbst relativ klobig. Problem an dem Ständer, den ich damals entwickelt habe, war aber, dass ich im Kopf hatte, dass der bitte auch zusammenklappbar sein soll. Und inzwischen ist die Idee weiter gereift, was auch ein bisschen dem geschuldet ist, dass ich ja hier auch an einem 3D-Druckständer schon gearbeitet habe. Und ich bin irgendwie so Richtung, es wäre schön, einen aus Papier baubaren, modularen Ständer, in den man aber die Beleuchtung integrieren kann, zu bauen. Achtung, nicht nur für die Klappsterne, weil ich ja nicht weiß, ob auch jeder einen Klappstern hat, sondern zum Beispiel auch für die... Habe ich es irgendwo stehen, damit ich es zeigen kann? Nee, habe ich gerade nicht. Für die Low-Poly-Kugeln. Also ich hole mal hier das her, was noch nicht wirklich zusammengesetzt ist. Das hier war ja das 3D-Druckteil, das nie wirklich shopfertig geworden ist. Das soll ja auch irgendwann mal noch fertig werden. Aber Idee wäre eben nicht aus 3D-Druck, sondern aus Papier. Ein stabiler Ständer, nicht zusammenklappbar, weil das mit dem ganzen Beleuchtungs-, Gewichts-, Beschwerungs- und sonstigen Modularthema nicht zusammenläuft, den ihr dann zu Weihnachten nutzen könnt, um den Klappstern draufzusetzen. Ich fand es irgendwie schön, weil das an das anknüpft, was wir dann beim letzten Mal gebastelt haben. Der aber so modular sein soll, dass man da auch so einen anderen Kopf aufsetzen kann, um zum Beispiel jetzt zu Ostern eigentlich das beleuchtete Low-Poly-Eye draufzusetzen, um im Jahresverlauf eine beleuchtete Dekokugel aufzusetzen. Das heißt, die Idee wäre eigentlich so ein bisschen gewesen, Kombi aus, wir bauen einen modularen Ständer und wir kleben so eine schöne, größere Low-Poly-Kugel mit irgendwie Mandala-Lichtausschnitten und machen gleich noch Beleuchtungsgedönse rein. So. Oh, warum das Hasi-Ei zweifarbig ist, das ist einfach ausgebleicht. Guck mal, Alicia. Das stand an der Fensterbank ohne Dekoerhöhung und der obere Teil hat eben mehr Sonne abbekommen als der untere. Das ist das Resultat. Hätte das gleich auf einem Ständer gestanden, wäre das nicht passiert, dann wäre es gleichmäßiger ausgebleicht. So, also da ist noch nichts fertig. Ich kann natürlich auch bei der Papiervariante, sage ich mal, nicht so krass in die Detailtiefe gehen wie hier beim 3D-Druck. Aber ich fand die Idee eigentlich trotzdem ziemlich charmant, weil man zwei ganz unterschiedliche Projekte hat. Ich hoffe, dass wir das trotzdem irgendwie entspannt gebastelt bekommen. Das ist das, was ich im Kopf noch nicht so ganz durchsortiert habe, ob wir das wirklich entspannt gebastelt bekommen. Weil die Idee bei der Kugel ist eigentlich mehr, es soll jeder was haben, auch was er direkt draufsetzen kann. Egal, ob ihr schon mal eine von den Low-Poly-Kugeln gekauft habt, egal, ob ihr den Klappstern damals mitgemacht habt. Es kommen nämlich, glaube ich, auch eine Handvoll Leute, die jetzt nicht dabei waren bei dem Treffen im Winter. Und ja, deshalb fand ich es irgendwie nett, das zu kombinieren. Vor allem, weil diese Low-Poly-Projekte, wenn man da mal eins geklebt hat, super gut von der Hand gehen. Das heißt, da braucht ihr nicht unheimlich viel Anleitung. Das ist einfach zum Nebenher basteln, sage ich mal, super gut geeignet. Wo ihr zwischendurch auch quatschen könnt, wo wir quatschen können, wo wir zwischendurch noch nach anderen Sachen gucken können. Deshalb habe ich eigentlich gedacht, so ein Low-Poly-Projekt klingt doch ganz cool. Da kann man einfach super gut so vor sich hinarbeiten, ohne dauernd nachgucken zu müssen, was ist der nächste Schritt. Also weil das sehr systematisch ist. Wenn man das einmal in der Mitte aufgebaut hat, dann klebt man einfach Streifen für Streifen für Streifen. Ich verfluche mich selbst für die Idee, weil diese Low-Poly-Projekte zu entwickeln mit den Motiven drauf ist relativ aufwendig. Aber ich würde es total schön finden, wenn die mal wieder ihren Platz bekommen würden. Und ich habe diese wunderbare kleine Beleuchtung jetzt ja zuletzt auch im Gebrauch gehabt. Und die Idee wäre eben mit so aufgebaut, dass man wirklich in dem Ständer innen drinne das Kabel durchziehen kann in der Höhe. Ich habe gerade ein komisches Geräusch gehört, aber ich glaube, das war nur mein Mann, der mit dem Strohhalm das Glas leer gesaugt hat. Nee, er hustet. Alles gut? Ich
muss sonst gleich mal kurz gucken, wenn ich nichts höre. Ja, Nadine, es geht gerade ums Treffen. Ich habe gerade gespoilert, was so die erste Idee ist. Es ist noch unfertig und ich kann auch nicht versprechen, dass ich das so hinbekomme, wie ich es gerne hätte. Aber ich wollte eben sehr gern dieses Thema mit dem Ständer nochmal angehen. Simone klang ganz glücklich. Nicole sagt auch, das hört sich doch gut an. Sehr gut. Und Nadine weiß jetzt noch nicht, wovon ich spreche, weil sie gerade erst dazugekommen ist. Lasst es mal auf euch wirken. Schreibt sonst auch sehr gerne mal in die WhatsApp-Gruppe rein, ob ihr da noch so ganz spezielle Ideen und Wünsche dazu habt. Noch ist alles möglich, weil es ist noch nichts fertig. Ich habe ja schon Vorarbeit geleistet zu diesem Ständersystem mit, ne? Oh Gott, man hört ihn sogar im Stream, wenn man mit drauf achtet. Ja, er ist auch nach unten gerauscht, aber er lebt noch und atmet noch, sonst wäre ich schon um die Ecke gewesen. Beate sagt, findet sie sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall ein anspruchsvolleres Projekt, weil wir mehrere Komponenten hätten. Aber ganz wichtig, das sage ich auch immer für unsere Treffen, es soll keinen Stress erzeugen. Wir haben bisher ja eigentlich immer jetzt in den letzten Treffen eher, sage ich mal, eher so Sachen wie die Kugel von der Idee her gebastelt, wo man so repetitive Schritte hat, wo man nicht 1000 unterschiedliche Schritte hat, außer damals bei der Schneeflocke. Und aus der Schneeflocke haben wir gelernt, dass es für die Treffen eigentlich entspannter ist, wenn man was macht, wo die Schnellen dann halt 30 Häuser basteln und die sagen, sie brauchen keine 30 Häuser, basteln halt in derselben Zeit entspannt 12. Und da bin ich vom Kopf her noch nicht ganz sortiert, wie das hinhaut, wenn man so ein modulares System baut. Aber gut. Wir sind keine Riesenrunde, das sollte eigentlich vor Ort alles funktionieren. Wichtig ist nur, dass ihr euch dann selbst nicht zu viel Druck macht. Aber es wäre für mich eine spannende Kombination. Ja, die Annette sagt auch gerade, sie bräuchte nichts Kompliziertes, ne? Irgendwas, wo man so gut vor sich hinarbeiten kann. Und die Nicole findet es auch immer gut, wenn man Projekte miteinander kombinieren kann. Da wäre der Ständer schon wieder fast nicht verkehrt. Also es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ihr dürft, wie gesagt, noch Wünsche äußern. Ihr habt dieses Wochenende jetzt quasi noch Zeit. Lasst die WhatsApp-Gruppe glühen, nochmal zu sagen, ich will genau das, wäre meine Idee. Wenn da irgendwas dabei ist, wo es bei mir sofort Klick macht, schmeiße ich vielleicht auch alles nochmal über den Haufen. Ich habe einfach so ein bisschen überlegt, was könnte man machen, was passt zu den anderen Sachen, die wir gemacht haben. Es soll nichts genau Gleiches sein. Wir wollen jetzt nicht schon wieder ein Wabenprojekt basteln. Was macht man, was man so eine Mischung ist aus, man kann es gut nebenher machen, aber es kommt auch keine Langeweile auf. Gar nicht so einfach, ne? Ihr seid gefragt. Und wenn von euch nichts kommt, dann habe ich wieder den Freifahrtschein, euch mit einem so kompliziert wie ich möchte Projekt zu ärgern. Es ist aber auch in der Regel so, das habt ihr die letzten Treffen ja vielleicht auch immer miterlebt, die abgefahrensten, ausgefeiltesten Projekte entstehen oft rund um diese Treffen, weil dann doch immer noch irgendwas dazu kommt. Also Klopf auf Holz. Das war dann jetzt auch das Wort zum Sonntag oder zumindest zum Wochenende. Ich verabschiede uns jetzt quasi alle ins Wochenende und sehe erst noch eine Frage, die ich noch schnell beantworte und dann verabschiede ich uns alle ins Wochenende. Welche Farbe haben die Blätter bei dem Blümchen mit der weißen Blüte? Die Blätter bei dem Blümchen, hier, das ist noch eine 3D-Druckfrage von der Heidi, glaube ich, ne? Hier, das ist die neue Farbe, die ich gerade erst gekauft habe. Das ist so eine Mint-Hellgrün. Als Hellgrün, glaube ich, bezeichnet. Heidi, wenn du genau die meinst, es ist in den Materialtipps ganz frisch verlinkt. Ist aber noch kein Foto drin. Klick mal die 2 neuen Materialtipps zum Thema Filament an. Dann landest du da, ja. Tanja sagt, sie ist nicht dabei und ist nicht kombinierbar, aber sie dachte an einen Blumenstrauß zum Aufstellen. Haha, kein Pop-up. Ja, auch nicht schlecht. Ihr dürft alle Wünsche äußern, aber natürlich haben die zum Treffen kommen, Vorfahrt. Ich meine, wie immer wandern die Projekte, das wisst ihr auch, im Anschluss in den Shop. Aber die da sind, haben natürlich absolut Vorfahrt, was jetzt die Wünsche für das Treffen angeht. So, Annette schreibt nochmal, genau, Däumchen nicht vergessen, lasst gerne noch ein Däumchen da. Ich freue mich immer über eure Däumchen. Auch die Nachgucker, die kommen niemals hier bis ans Ende. Wenn doch jemand bis ans Ende kommt, schreibt gerne was hier unter den Stream.
Ich genieße es immer mit euch freitags, mich einfach kurz auszutauschen. Jetzt habe ich mehr gespoilert, als ich eigentlich spoilern wollte. Ich bin nicht gut darin, Dinge für mich zu behalten und würde sagen, wir treffen uns nächsten Freitag wieder hier, 20 Uhr. Ich habe auch kurz überlegt, ob es an dem Osterwochenende einen Stream geben wird. Das könnt ihr noch ganz kurz beantworten. Ob ihr alle nicht da seid an Karfreitag oder ob ihr da wärt, das frage ich eigentlich vor allem deshalb, weil natürlich an dem Wochenende rund um den 10. April definitiv kein Stream stattfinden wird. Das heißt, ich versuche jetzt schon so ein bisschen einzuplanen, bis wann bin ich noch da, wann bin ich nicht da. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, zur Not, also an dem Wochenende mit dem Treffen sicher nein, aber an den anderen Terminen für so ein kleines Update, was so alles gelaufen ist, komme ich gern hier vorbei und nehme eure Energie noch mit. Annika ist da, Marina ist Ostern ausgeflogen. Heike wünscht uns schon mal ein schönes Wochenende. Die Beate ist im Urlaub. Beate, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Alicia hätte Zeit, Kirsten wäre da. Petra ist Ostern auch da. Heike hat Karfreitag Besuch. Genau, ich habe mir nämlich schon gedacht, ja. Okay, also dann sagen wir den nicht grundsätzlich ab, wenn so viele von euch doch da sind. Der ein oder andere ist ausgeflogen, ist klar, aber wenn doch so viele da sind, dann treffen wir uns einfach, schnacken wieder ein bisschen, gucken wieder so ein bisschen dies, das, ihr wisst. Und ja, dann weiß ich Bescheid, dann ist er zumindest grundsätzlich eingeplant. Es war ein schöner Abend, vielen Dank, Anke, mir hat es auch wie immer Spaß gemacht, einfach mit euch so ein bisschen mich durch die Projekte zu wühlen und euch schon mal zu zeigen, was kommt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Freitag um 20 Uhr wiedersehen. Jetzt schmeiße ich euch raus. Ihr kriegt noch den Stream-Ende-Song. Denkt ans Träumchen und denkt an nächste Woche. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert, ihr seid genial. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Zusammen kreativ, heute war es wieder toll. Wir hoffen, der Kopf ist jetzt mit Ideen voll. Wir sehen